Irgendwo verlieren wir mittlerweile das Gleichgewicht wegen der Erderwärmung und das Ganze. Es ist sehr erfrischend, wenn man durch die Stadt geht und man sieht was Grünes im vielen Grau. Also es ist eine Abwechslung fürs Auge, so in der Großstadt, und zur Temperaturregulierung, also gerade so im Sommer. In den letzten Sommern hat man das besonders gemerkt, dass es in der Stadt sehr heiß ist, dass es zunehmend heiß wird. Und wir wissen aufgrund von Forschungsprojekten, dass man mit grüner Infrastruktur, mit Vegetation in der Stadt sehr gut zur Kühlung der Stadt beitragen kann. Es gibt noch andere positive Aspekte, zum Beispiel die Filterung von Schadstoffen, von Feinstaub aus der Luft, die Schallabsorption. Weiters ist natürlich die Begrünung ein Lebensraum für Tiere, und ein sehr spannender Aspekt ist die Kühlwirkung für Gebäude. 50 grüne Häuser ist das Forschungsprojekt 2018 gestartet. Wir haben uns damals gefragt, wie es sein kann, dass in der Bestandsstadt die Fassaden alle noch grau sind und nicht grün. Also wir haben zwei große Hürden identifiziert. Erstens, die Genehmigungsprozesse waren irrsinnig komplex. Und der zweite große Punkt war, es gab kein All-in-One-Begrünungsset, bei dem die Komponenten schon aufeinander abgestimmt sind. Es ist dann tatsächlich gelungen, gemeinsam mit Grünstadt Grau, der Stadt Wien, Umweltberatung und WOKO Wien ein All-in-One-Paket zu entwickeln, für das die Genehmigungsprozesse stark vereinfacht sind. Wir sehen hier jetzt den fertigen Bertha-Druck, und er ist folgendermaßen aufgebaut. Im untersten Bereich finden wir die Drainage- und Speicherebene, darüber das Filtervlies, das verhindert die Auswaschung der feinen Teile des Untersubstrats. Über dem Untersubstrat finden wir ein intensives Obersubstrat und als Abdeckschicht eine Mulchschicht aus Lava drehen. Jeder Druck wird mit 2 Pflanzen bestückt und zusätzlich wird ein Kontrollschacht ausgeführt. Gebäudeeigentümer aus Wien, Favoriten, konnten sich um die Bertha-Begrünungen bewerben. Und der Fachjury hat dann Gebäude ausgewählt für die Errichtung der ersten 50 Bertha-Pflanztröge. Mir hat das Projekt von Anfang an gut gefallen. Und das ist ein Thema, wo ich sage, jetzt können wir nicht nur was Positives für die Umwelt machen, sondern wir können dem Haus auch einen einzigartigen Charakter geben. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, weil es ist ein bisschen so was Neues, wenn man durch den 10. Bezirk durchgeht. Es ist so wenig grün und immer alles so hektisch. Jetzt haben wir gedacht, okay, mache ich das. Die Bertha-Tröge stehen jetzt seit Mitte November vergangenen Jahres da. Wir von der WOKO führen das vegetationstechnische Monitoring durch. Dabei untersuchen wir zum einen den Deckungsgrad, die Verteilung der Pflanze auf der Fassade, den Zuwachs, die Vitalität, die Anzahl an Blüten und die Anzahl an ausgebildeten Früchten. Ich habe voriges Jahr begonnen mit der Pflanzung. Mir gefällt es sehr gut, ich bin zufrieden und mir macht es Spaß, diese Pflanzen aufzuziehen. Ich freue mich, wenn sie so gedeihen, wie sie jetzt sind. Und es soll auch so weitergehen. Die Nachfrage nach den Berthas war irrsinnig groß und deswegen gibt es sie jetzt für ganz Wien. Auf unserer Homepage kann man nach einem kurzen, kostenlosen Quick-Check die Online-Bestellung durchführen. In dem All-in-One-Package ist vom Vororttermin über die Planung bis hin zur Errichtung alles dabei. Wir wollen mit Berthas mehr Grünfassaden ermöglichen. Für eine grüne, lebenswertere Stadt.